Heute beschäftigen wir uns eingehend mit dem Thema Xenotransplantation, insbesondere mit der Herztransplantation von Schweinen auf Menschen. Dabei handelt es sich um ein experimentelles Verfahren, das helfen könnte, Leben zu retten, indem es den Mangel an menschlichen Spenderherzen behebt. Das Konzept der Organtransplantation von Tieren auf Menschen reicht über ein Jahrhundert zurück. Die ersten Versuche wurden 1905 unternommen, als einem nierenkranken Patienten Scheiben von Kaninchennieren eingesetzt wurden. In den folgenden 20 Jahren versuchten sich die Ärzte auch an Organen von Lämmern, Schweinen und Primaten. Diese frühen Experimente kamen jedoch nicht mehr zum Tragen, als die Wissenschaft die Organabstoßung besser verstand. Das Interesse wurde in den 1960er Jahren durch die Entdeckung von Medikamenten gegen die Abstoßung neu entfacht. 1964 transplantierte Dr. James Hardy ein Schimpansenherz in einen menschlichen Patienten, der jedoch leider nach nur 90 Minuten verstarb. Nachdem weitere Versuche mit Primaten gescheitert waren und die Organspendesysteme verbessert wurden, rückte die Xenotransplantation eine Zeit lang in den Hintergrund. Dann kam 1984 der bahnbrechende Fall von Babyface. Dieses Neugeborene hatte einen tödlichen Herzfehler, weshalb Dr. Leonard Bailey ein Pavianherz implantierte. Babyface überlebte 21 Tage lang, bevor ihr Körper das Organ abstieß. Dies war zwar kein voller Erfolg, machte aber international auf den Mangel an Spenderherzen für Säuglinge aufmerksam. Die nächste historische Figur ist einer der verrücktesten Wissenschaftler, von denen Sie je gehört haben: der sowjetische Forscher Wladimir Demikow, der in den 1950er Jahren absolut bizarre Experimente zur Organtransplantation und Kopftransplantation an Hunden durchführte. Demikow ließ sich in den 1930er Jahren zum Chirurgen ausbilden und hatte 1937 ein künstliches Hundeherz entwickelt, das nach der Transplantation tatsächlich 2 Stunden lang im Inneren des Hundes schlagen konnte. Obwohl seine frühe Arbeit in Russland kritisiert wurde, perfektionierte Demikow seine chirurgischen Fähigkeiten stetig, insbesondere als er nach 1947 am Institut für Chirurgie frei experimentieren konnte. Hier gelang Demikow eine Reihe von schockierenden Premieren, wie die Transplantation des Kopfes und der Vorderbeine eines Hundes auf einen anderen Hund im Jahr 1954. Er stellte sogar die weltweit erste Sammlung lebender menschlicher Organe für zukünftige Transplantationen zusammen. In den 1950er Jahren verfeinerte Demikow seine Techniken zur Transplantation von Herzen, Lungen, Lebern und anderen Organen und schuf schließlich durch Kopftransplantationen sogar zweiköpfige Hunde. Kaum vorstellbar, dass es sich dabei um das wirkliche Leben und nicht um einen seltsamen sowjetischen Science-Fiction-Film handelt. Obwohl Demikows chirurgische Pionierleistungen höchst umstritten waren, legten sie 1967 den Grundstein für die erste erfolgreiche Herztransplantation beim Menschen. Seine Arbeit war außerhalb Russlands weitgehend unbekannt, bis amerikanische Chirurgen in den 1960er Jahren von seinen Tierversuchen erfuhren und erkannten, dass Organtransplantationen beim Menschen dank seiner Fortschritte Realität werden könnten. Trotz seiner nach heutigen Maßstäben schockierenden Methoden trug Demikow zur Erfindung von Bypass-Operationstechniken bei und bewies, dass lebenswichtige Organe nach der Transplantation normal funktionieren können. Während die Hundekopftransplantationen also wie etwas aus einem Horrorfilm anmuten, war Demikows Forschung in vielerlei Hinsicht bahnbrechend, wenn auch ziemlich unethisch. Ein absolut verrücktes Stück Medizingeschichte, das dazu beigetragen hat, später Menschenleben zu retten. Spulen wir nun ins 21. Jahrhundert vor. Die moderne Genbearbeitung hat enorme Fortschritte bei der Xenotransplantation ermöglicht. Und so funktioniert es. Die DNA von Schweinen wird verändert, um ihre Organe mit dem menschlichen Körper besser kompatibel zu machen. Bestimmte Schweinegene werden ausgeschaltet, während bestimmte menschliche Gene eingefügt werden. Dadurch wirkt das Schweinegewebe für unser Immunsystem weniger fremd. Die Forscher haben sich auf Schweine konzentriert, weil ihre Organe ungefähr die gleiche Größe haben wie unsere. Und es gibt ein reichhaltiges Angebot.
Jedes Jahr werden über 1,5 Milliarden Schweine zu Lebensmitteln verarbeitet. Außerdem können die Tiere unter sehr sterilen Bedingungen aufgezogen werden, um das Risiko der Übertragung von Krankheiten zu verringern. Im Januar 2022 schrieb die Universität von Maryland mit der ersten Schweineherztransplantation bei einem lebenden menschlichen Patienten Medizingeschichte. Der 57-jährige David Bennett hatte eine Herzerkrankung im Endstadium. Das gentechnisch veränderte Schweineherz hielt ihn bemerkenswerte 2 Monate am Leben, bevor er verstarb. Die beteiligten Chirurgen gehen davon aus, dass Bennett aufgrund mehrerer Faktoren an Herzversagen und nicht an einer Organabstoßung gestorben ist, sodass die Studie insgesamt ein bahnbrechender Erfolg ist. Seitdem hat die NYU Langone Health 2 weitere Schweineherztransplantationen an verstorbenen Patienten durchgeführt. So können sie Daten sammeln, ohne lebende Menschen zu gefährden. Die Operationen verliefen reibungslos und die Herzen funktionierten über 1 Monat lang normal, bis die Behandlung eingestellt wurde. Obwohl die jüngsten Schweineherztransplantationen wie die von David Bennett einen Durchbruch darstellen, bleibt eine wichtige Frage offen. Warum leben die Patienten nur etwa 2 Monate, bevor sie sterben? Die genaue Todesursache ist unklar, aber Forscher haben auf der Grundlage von Bennetts Fall mehrere Theorien aufgestellt. Eine Möglichkeit ist eine Organabstoßung. Selbst mit genetischen Veränderungen ist das Schweineherz immer noch fremdes Gewebe, das vom menschlichen Immunsystem angegriffen wird. Um die Abstoßung zu verhindern, müssen die Ärzte immunsuppressive Medikamente verabreichen, aber das muss in Maßen erfolgen. Eine andere Idee betrifft die Anti-Schwein-Antikörper, die Bennett zur Behandlung einer Infektion verabreicht wurden. Diese Antikörper könnten versehentlich das transplantierte Schweineherz angegriffen und beschädigt haben. Es besteht auch die Möglichkeit, dass latente Schweineviren im immunsupprimierten Körper des Patienten erwacht sind und eine Entzündung verursacht haben. Konkret fanden die Forscher in Bennetts Transplantat das Cytomegalovirus, obwohl das Spenderschwein zuvor negativ getestet wurde. Außerdem beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung eines Schweins nur 10 bis 15 Jahre. Es ist nicht bekannt, ob ein transplantiertes Schweineherz länger funktionieren könnte als das Herz eines Menschen. Es sind weitere Forschungen über die Physiologie und die Auswirkungen im Laufe der Zeit erforderlich. Schließlich befand sich Bennett vor der Xenotransplantation in einem äußerst schlechten Gesundheitszustand und war möglicherweise zu schwach, um sich vollständig zu erholen. Eine weitgehende Bettlägerigkeit kann selbst bei einer erfolgreichen Organtransplantation zu Komplikationen führen. Die genaue Ursache wird zwar noch untersucht, aber diese ersten Daten sind von unschätzbarem Wert für die Verbesserung künftiger Versuche. Mit weiteren Verfeinerungen des Prozesses hoffen die Forscher, dass die Lebensdauer von Schweineherzen im Menschen verlängert werden kann. Es bleiben jedoch noch große Herausforderungen, um die Xenotransplantation zu einer praktikablen, langfristigen Lösung zu machen. Abgesehen von diesen Problemen wirft die Xenotransplantation auch ethische Fragen auf. Einige halten es für unethisch, Tiere nur zur Entnahme ihrer Organe zu züchten. Andere argumentieren, dass die Möglichkeit, Menschenleben zu retten, das Opfer rechtfertigt. Es bestehen auch gesundheitliche Risiken, wie die Möglichkeit der Übertragung von Schweineviren auf den Menschen, die neue Krankheiten verursachen könnten. Dennoch bietet die Xenotransplantation den Hunderttausenden Menschen, die auf eine Organtransplantation warten, Hoffnung. Mit der weiteren Verbesserung der Genbearbeitung und der sterilen Aufzuchttechniken könnte der Traum von der Behebung des Transplantationsmangels durch gentechnisch veränderte Schweine bald Wirklichkeit werden. Das war eine Folge von Wissen & Chill. Ich bin der Konstantin. Und ich bin die Isabel. Bis zum nächsten Mal.